Auf unserer Panamerikaner-Reise lernen wir einmal mehr, auch wenn wir im Chaos von La Paz an eine Grenze stoßen. Also das ist wirklich Vollkatastrophe. Die größten Hürden liegen nicht auf der Straße, sondern in uns selbst. Die berüchtigte Todesstraße schürt Zweifel und konfrontiert uns mit unseren Ängsten. Und manchmal die Klippen, also gerade für Leute mit Höhenangst, hat es schon in sich. Doch genau darum geht es manchmal auf dieser Reise. Um den Moment, in dem wir zweifeln und trotzdem weitergehen. Hola, schön euch in diesem neuen Video dabei zu haben. Ihr seht schon, wir sind unterwegs. Es ist nämlich endlich der Tag gekommen, wo wir La Paz verlassen. Wir sind länger hier geblieben als geplant, einfach weil es uns so gut gefallen hat. Aber heute reißen wir uns endlich los. Dafür müssen wir aber erst einmal quer durch die Stadt fahren. Und ich sag's euch, ich bin echt froh, dass ich nicht fahren muss. Es ist wirklich nochmal eine neue Stufe an Chaos. Und ja, zum Glück fährt Roberto und ich bin gespannt, ob wir da heil rauskommen. Ahí, ¿a qué va a decir? De allá, de donde estés, sí. De ahí te entras directo. Al segundo semáforo. Ok. Vale, gracias. Was wollt ihr jetzt? Hola. Ignorieren einfach. Está prohibido. No paso. No puedes hacer Sí, maniobra. No me dejan salir. Vos te has pasado directo. Ok, vale. Directo tienes que ir. Sí. Gracias. Pase, conductor. Su orden de migración, señor. ¿Perdón? Su orden de migración. ¿Qué orden de migración? ¿Con qué orden está circulando en territorio boliviano? Eso, señor. Uno me dice mire, podés tomar señor? juntos. El señor ya hablé con él, ya tiene todo. Aquí. Estaban en... Ya, avanza, señor. Aber wir brauchen den Zettel. Aquí. Pero ya en coche, que ahí adelante. Hier stehen 10 Polizisten. Der eine sagt, ich soll weiterfahren, der andere sagt, ich soll anhalten. Dann kommt irgendjemand und will einen Tipp sehen. Also das ist wirklich Vollkatastrophe. Ah, der Rechtsseite, jetzt sollen wir gehen. So ein Chaos. Mein Gott. Hay una Vale. rotonda ahí abajo. Sí, vale. Ahí giras. Vale, gracias. Vuelves. Wir fahren seit über einer Stunde quer durch die Stadt und wir sind immer noch nicht raus. Wir haben währenddessen aber schon über 600 Höhenmeter gemacht. Und ganz ehrlich, in La Paz sollte man nicht nach Google Maps fahren. Ich glaube, Google Maps hat öfter mal das Gefühl, man nimmt hier einen super tollen Schleichweg und dabei sind es einfach nur Kackstraßen, die wieder total steil sind und eng und wo einfach Chaos herrscht. Gut, Chaos herrscht fast überall, aber wow, also es ist wirklich sehr stressig. Sehr stressig.
sehr stressig. Und wenn sogar Roberto sagt, dass es stressig ist, dann ist es das wirklich. Ja, aber so langsam habe ich das Gefühl, kommen wir eher so in diese Außenbezirke von La Paz. Und dann schaffen wir es hoffentlich bald mal raus. Oh. Auf dem Weg nach La Paz hatten wir ja das Problem, dass Diesel sehr schwer verfügbar ist hier in Bolivien. Wir hatten ja auch ein paar Straßenblockaden. Das mit den Straßenblockaden hat sich mittlerweile gelegt. Also offiziell wurde eine Pause eingelegt, aber jetzt ist schon eine Weile Ruhe. Das mit dem Diesel hat sich aber nicht verändert. Also es gibt immer noch Dieselknappheit. Man sieht, die LKWs und Busse stehen immer noch kilometerweise Schlange und hoffen einfach mal irgendwie an Diesel ranzukommen. Wir haben zum Glück noch genug in unseren Kanistern, also sollten wir jetzt eigentlich relativ gut durchkommen, aber es ist schon ein bedrückendes Bild. Hola, buenas. Hola, buenas. ¿Tu licencia y el permiso de circulación? Sí. Muchas gracias. ¿Ya? Buen día. Chao. Chao. Ciao. ¿Qué país? De la República Checa. Antes de Checoslovaquia ¿Sí? Sí. o Praga. Exacto, Sí, de exacto. Praga. Ahí vivimos. Ahí vivimos, en Praga. Oh, yo tengo un amigo acá en Bolivia. ¿Qué es de Praga? Es de Praga. Ah, Es Hoku. Sieht so aus, als hätten wir es aus der Stadt rausgeschafft. Was für eine Erleichterung. Es ist, ja, es ist richtig warm hier drin, weil wir die Heizung auch laufen lassen hatten, damit der Motor nicht so heiß wird. Wir sind jetzt auf 4200 Metern. ja. Über Meer, also wir haben 1000 Höhenmeter gemacht, durch die Stadt durch. Und jetzt erst sind wir aus der Stadt raus. Ja, und wir haben jetzt auch gerade hier, da war ein Security-Check und auch eine Mautstelle. Wir haben 7 Bolivianos oder 7,50 bezahlt, das ist nach offiziellem Kurs etwa 1 Euro. Und bei uns ist es ein knapper halber Euro, also es ist nicht viel, aber man muss halt eben genug Bargeld auch dafür dabei haben immer. Ja, und es war ganz witzig, die haben uns dann auch gefragt, wo wir herkommen, und wir sagen dann immer aus Tschechien, weil das halt mit dem Kennzeichen auch einfacher übereinstimmt. Und meistens sagen sie dann so, ah, Tschechoslowakien, und wir so, ja, hat ja keinen Sinn, das immer zu erklären, aber schon, also wir sind überhaupt froh, wenn sie überhaupt Tschechien oder Tschechoslowakien, wenn ihnen das ein Begriff ist. Ja, aber jetzt auf jeden Fall geht es aus der Stadt raus in die Berge, es geht nämlich noch weiter hoch. Wir sollen bis 4700, glaube ich, kommen. Ja, also wird es auch weiterhin warm bleiben im Auto und wir gucken, wie wir auch die Höhe vertragen. Gerade fahren wir jetzt auch an einem der Stauseen rund um La Paz vorbei. Gerd hat uns erzählt, dass es etwa 10 Stauseen sind, die während der Regenzeit mit Wasser gefüllt werden, mit Regenwasser. Und dann während der Trockenzeit sind sie für die Wasserversorgung der Stadt zuständig. Also so kommt La Paz überhaupt an sein Frischwasser. Ja, und was uns auch überrascht hat, hier in diesen Bergen gibt es ein paar Gletscher und diese speisen dann die Wasserkraftwerke, die die Elektrizität für La Paz erzeugen. Also was für eine nachhaltige Stromgewinnung, das hatten wir von La Paz gar nicht erwartet. Was da ein bisschen problematisch ist, die Gletscher schmelzen ja immer weiter, also es sind sogar ein paar Gletscher schon weggeschmolzen. Ist natürlich die Frage, wie lange das jetzt langfristig so funktionieren kann. Wir hatten einen kleinen Zahlendreher. Wir waren jetzt gerade auf dem Pass, aber nicht auf 4700, sondern auf 4470 Metern über Meer. Aber ich würde sagen, das ist auch eine beträchtliche Höhe. Ich bin aber erstaunt, wie gut wir das schon echt vertragen. Also man merkt, wir sind schon ziemlich gut an die Höhe gewöhnt. Ja, und jetzt geht es einfach nur noch den Berg runter, und zwar so richtig. Wir verlassen nämlich komplett das Altiplano und kommen in ein Gebiet, das Yunga genannt wird.
Und es klingt für mich ein bisschen wie Dschungel und tatsächlich wird da wahrscheinlich die Vegetation komplett anders sein, auch das Klima. Und ja, ich bin schon richtig gespannt, wie dieses andere Bolivien sein wird. Wir fahren jetzt noch etwa eine Stunde. Knapp, ja. Knapp eine Stunde und dann sollten wir auch schon an unserem Startpunkt für morgen sein, an unserem Ziel für heute und an unserem Schlafplatz. Was war das heute wieder für ein Tag? Also die Fahrt durch La Paz, wenn man nicht muss, muss man sich das wirklich nicht geben. Also das war absolut am Limit. Also ich bin da wirklich kurz vor dem Durchdrehen gewesen. Aber ja, wir sind froh, sind wir hier auf der anderen Seite. Wir sind eigentlich im Amazonasgebiet, oder? Ja, das fängt hier an. Ja, man hat es ja gesehen. Also es ist wirklich Dschungel. Und wir sind komplett in den Nebel reingekommen. Also wir sind schon gespannt, wie es morgen aussehen wird. Auf jeden Fall machen wir uns jetzt heute noch einen gemütlichen Abend, kochen was, sammeln ein bisschen Energie. Und dann ja, schauen wir mal, wie es morgen wird. Buenos dias! Ehrlich gesagt, als wir gestern angekommen sind, waren wir so komplett im Nebel, dass wir ein bisschen Zweifel hatten, ob das noch was wird. Aber heute früh sind wir mit der Sonne aufgestanden und der Nebel ist viel tiefer, der hängt so über dem Tal und es ist einfach so eine wunderschöne, mystische Stimmung. Wir lieben es. Aber wir wollen auch nicht zu lange hier verweilen, denn im Verlauf des Vormittags gibt es hier eine regelrechte Rush-Hour. Hier kommen nämlich Fahrradtouren auf dieser Straße entlang. Wir sind nämlich auf dem Camino de la Muerte, der Todesstraße Boliviens. Sie ist berühmt berüchtigt und wir sind schon wirklich sehr gespannt, was uns hier tatsächlich erwartet. Ja, jetzt genießen wir noch ganz kurz hier die Stimmung, aber dann geht's auch schon los. Natürlich darf auch heute etwas nicht fehlen, und zwar mein morgendliches AG1. Das Zusammenmischen ist ja so schnell gemacht, da ist es auch kein Ding, wenn wir nachher gleich los müssen. Und ich fühle einfach, wie ich damit energiegeladen in den Tag starte. Wenn ihr glaubt, dass es auch was für euch sein könnte, schaut gerne auf drinkag1.com/chirpytravelers vorbei oder klickt auf unseren QR-Link. Damit profitiert ihr von einem besonderen Angebot mit Welcome Kit und zusätzlichen Vorteilen.
Ja, wie ist es bis jetzt? Ja, gemischt. Eigentlich ganz okay, also vor allem die Straße ist fest, das beruhigt mich. Aber es waren schon ein, zwei echt enge Passagen da, wo man schon echt die Spiegel im Blick haben muss und auch die Höhe, weil der Hang ja so rankommt und spannend. Für mich ist es auch eine richtige Challenge, hier nebendran zu sitzen und nicht selber fahren zu können. Denn ja, ich würde behaupten, ich bin ein bisschen der bessere Fahrer von uns beiden. Aber Jessie macht es bis jetzt richtig gut und also jetzt abgesehen von 1, 2 Stellen war es bis jetzt doch sehr entspannt. Also man sieht immer wieder Leitplanken an der Seite, ein paar fehlen, aber es geht eigentlich. Also ich habe es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt. Vielleicht kommt das noch, ich weiß es nicht, aber es geht eigentlich. Okay, unser erster Zwischenhalt. Boah, also es ist schon wirklich, man ist immer hoch konzentriert während der Fahrt. Aber es macht doch so Spaß hier zwischen diesen fahrenden Wasserfällen und dieser Vegetation hier, die jetzt so anders ist, durchzufahren. Und dann die Nebelschwaden, das ist ja ein komplett anderes Bild, als das wir bisher von Bolivien hatten. Man darf sich aber nicht täuschen, also draußen sind jetzt 5 Grad, es ist richtig kalt, es ist nicht heiß, nur weil es ein Regenwald ist. Und manchmal die Klippen, also gerade für Leute mit Höhenangst hat es schon in sich, aber ansonsten ist ja die Straße eigentlich fest und es gibt sehr wenige Stellen, wo man wirklich so sehr genau gucken muss. Aber allein schon auch immer wieder diese Ausblicke, die man dadurch hat. Zieht sich doch ziemlich, diese Strecke. Ist halt keine Autobahn. Nee, man fährt echt langsam, weil der Grund so uneben ist. Ja, und es hat wahrscheinlich die letzten Tage auch geregnet. Es ist alles richtig feucht. Also man merkt auch, dass wir hier in einer kompletten anderen Klimazone sind. Das ist ja alles so grün und wie im Dschungel. Irgendwie, und wir sind immer noch auf etwa 2000 Höhenmeter. Und dass es hier so grün ist. Ja. In Europa ist auf 2000 Meter eigentlich gefühlt gar nichts. Ja, aber rechne ich richtig. Jetzt haben wir schon 1000 Höhenmeter gemacht eigentlich. Ja. Krass. Ja. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass die Straße ja nicht ganz so gefährlich ist. Ja, jetzt als Tourist runterzufahren ist schon sehr gemütlich. Aber vor 30 Jahren war das die Hauptverkehrsachse zwischen dem Tiefland und La Paz. Da fuhren Lastwagen hoch und runter im Gegenverkehr. Also das muss ja wahrscheinlich richtig wild zu und her gegangen sein und wahrscheinlich kommt auch davon der Name Death Road, weil ein kleiner Fehler hier und dann landet man hunderte von Meter irgendwo im Graben unten und da kommt man nicht mehr hoch. Ja, und deswegen besteht hier auch Linksverkehr. Der Fahrer hat ja das Lenkrad auf der linken Seite, das heißt, wenn er links fährt, ist er direkt am Abgrund, was es für mich recht unangenehm macht, aber da hat man einfach viel besser den Blick und die Kontrolle darüber, wie nah an den Abgrund man gehen kann. Und also auch für Leute mit Höhenangst wie mich,
ist sehr praktisch, dass wenigstens der Abgrund meistens recht bewachsen ist. Also man spürt es in dem Sinn in seiner unmittelbaren Umgebung nicht so krass, dass da einfach direkt der Abgrund ist. Also das hilft schon. Ich glaube, wenn hier die Vegetation nicht wäre, dann würde ich mich wahrscheinlich hinten im Van verkriechen und gar nicht fahren wollen. Camino de la Muerte ist Autowäsche inklusive und man zahlt nicht mal was. Perfekt. Wir wollten schon eine Waschstraße suchen, um einfach noch eine zweite Wäsche nach dem Salz zu machen. Aber das können wir uns jetzt sparen. Perfekt. Witzig, die trocknen hier ihre Kokablätter. Dann muss das hier irgendwo wachsen. Ja, irgendwo muss es sein. Wir sind mittlerweile seit fast 3 Stunden unterwegs, aber ich würde sagen, wir nähern uns langsam unserem Ziel. Man sieht langsam vereinzelte Häuser und es sind auch nur noch ein paar Kilometer bis Coroico, was unser Zielpunkt ist. Mittlerweile ist auch die Straße trocken, also man merkt schon, dass irgendwie sich das Klima auch nochmal verändert, aber es ist immer noch für uns sehr ungewohnt, dieses Grün überall zu sehen. Ja, auf jeden Fall würde ich mal sagen, die Death Road oder die Camino de la Muerte ist auf jeden Fall die Fahrt wert. Auch wenn man vielleicht nicht das Drama findet, das einem teilweise versprochen wird. Aber es ist eine richtig coole Straße. Also mir hat es richtig Spaß gemacht. Und Roberto kommt ja jetzt auch endlich dazu, ein bisschen Camino de la Muerte zu fahren. Auch ein bisschen fahren. Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass wir euch ja wieder ein paar neue Ecken aus Bolivien zeigen konnten, dass euch das Video gefallen hat mit La Paz, aber auch dem Camino de la Muerte. Und damit verabschieden wir uns. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wir hoffen, ihr seid weiter dabei. Abonnieren nicht vergessen. Sehr gerne. Tschüss. Hasta luego. Hasta luego. Ah, ¿qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Oh, die Ziege ist so.